Operieren bedeutet für mich die Eröffnung der menschlichen Anatomie mit dem Ziel, irgendetwas zu verändern. Bei mir ist es häufig eine ästhetische Veränderung, die der Patient durchgeführt haben will. Für das muss ich die Haut eröffnen, ich muss die Haut ablösen, ich muss auf Venen, auf Arterien und auf Nerven achten. Ich muss schauen, dass ich die Struktur so verändern kann, dass die Form den Patient erfreut und befriedigt. Sehr wichtig ist nicht nur, wie es gerade aussieht, sondern sehr wichtig ist auch, wie die Nase zum Beispiel altern, wie verändert sie sich. Sie muss ja nicht nur 2 Jahre haben, sondern das ganze Leben des Patienten. Und es ist auch sehr wichtig, dass die Nase funktioniert, dass der Patient frei schnaufen kann, riechen kann, dass die Nase als Klimaorgan funktioniert, das reinigt und befeuchtet und dass die Form den Patient erfreut und auch zu seinem Gesicht passt. Ein sehr wichtiger Teil der Operation sind die Instrumente. So wichtig wie der Geigenbogen von einem Violinist. Das Instrument ist eine Erweiterung von meinen Fingern. Es ist ein Teil von meiner Hand, es ist ein Teil von meiner chirurgischen Handlung und ein Teil von meiner beruflichen Leidenschaft. Die menschlichen Handbewegungen sind viel akkurater, als es die Anatomie der Hände überhaupt zulässt. Und darum sind Präzisionsinstrumente und Feininstrumente so etwas Wunderbares. Sie erlauben, Grenzen der Bewegungsexaktheit auszuloten. Sie erlauben kaum sehbare Fingerakrobatik und mit den Fingern können gezielte Mikrobewegungen chirurgisch nutzbringend umgesetzt werden. Zum Beispiel das Auge ist weniger differenziert als die Akkuratesse der Fingerbewegungen. Darum brauchen wir Operationslupe, Operationsmikroskop, um überhaupt beobachten und kontrollieren zu können, was die feinen Fingerbewegungen zu bewerkstelligen imstande sind. Ein sehr wichtiges Instrument ist die Pinzette. Die Pinzette dient eigentlich nur dazu, das Gewebe zu greifen. Aber schon das ist sehr wichtig. Also da gibt es zum Beispiel die oder die ist gleich in der Form, aber es fühlt sich ganz anders an. Die eine ist ein bisschen weicher, die andere ist ein bisschen härter. Je nachdem, ob man halt eine grobe oder eine feine Struktur in die Hand nehmen. Weiterum wichtig sind die Scheren. Die Scheren brauche ich zum Schneiden, aber noch wichtiger zum Spreizen. Darum kommt es darauf an, wie die Schneideblätter gewölbt sind. Es kommt darauf an, wie groß der Widerstand zwischen den Schneidekanten sind. Es kommt darauf an, wie die Spitzen sind, gerade für Spreizen, damit das Instrument und das Gewebe miteinander kommunizieren können. Auch ein sehr wichtiges Instrument ist der Nadelhalter. Das ist das Instrument, das die chirurgische Nadel mit einem Faden dran führt. Ich habe viele unterschiedliche Modelle gekauft, bis ich schlussendlich nach vielen Jahren mich mit dem Instrument angefreundet habe. Durch den Nadelhalter spüre ich, wie scharf die Nadel ist, wie weich das Gewebe ist, durch das ich die Nadel führe. Ich spüre, wie geschmeidig der Faden sich durch das Gewebe ziehen lässt. Ich spüre die Elastizität des Fadens. Und ich spüre, wie die einzelnen Fadenschlingen sich aneinander legen und einen Knoten bilden. Ein Knoten, der heben muss, aber sein Zug darf nicht grösser sein als die Reissfestigkeit des Gewebes. All die Informationen spüre ich durch den Nadelhalter. Es ist also eine Art Kommunikation vom Gewebe über das Instrument zu meiner Hand. Eine Operation ist nie eine Einzelleistung von einem Chirurg. So wie auch nicht ein Konzert, ein Solokonzert eine Einzelleistung ist vom Solist. Es ist sehr wichtig, ein gutes Team zu haben, einen guten Assistent, der saugen kann, der die Höhe kann heben, der vorausschauen kann, was sind meine Handlungen, damit er antizipieren kann. Eine Instrumentationsschwester, wo man die Instrumente so reicht, dass ich die Bewegung gerade durchführen kann, ohne dass ich das Instrument nochmal wechseln in der Position. Das technische und menschliche Zusammenspiel ist von eminenter Bedeutung für einen Operationserfolg. Neben Nasenoperationen in Narkose bieten wir auch viele Nasenoperationen in örtlicher Unempfindlichkeit an. Und absichtlich kommt der Patient kein Schlafmittel über. Es wird nur örtlich betäubt. Und damit der Patient die Angst vor dem Schmerz verliert,
ist es sehr wichtig, wie man ihn betreut, wie man ihn führt. In diesem Zusammenhang kann eine hypnotische Führung des Patienten, also man sagt dem Pacing und Leading, sehr wichtig sein. Ich rede mit dem Patienten während der Operation, ich frage ihn, wo er jetzt am liebsten wäre, und es gibt ein Gespräch über etwas, das mit der Operation gar nichts zu tun hat. Im Operationsraum herrscht Stille, es gibt keine hastigen Bewegungen, alles funktioniert, alles ist vorausgeplant, es gibt keine Zufälligkeiten. Und sehr wichtig ist das Gespräch mit dem Patienten. Und da haben wir viel gelernt aus der hypnotischen Lehre, dass man mit dem Patienten einen Safe Place sucht, also einen Ort, wo er sich wohlfühlt, während der Operation. Und sehr häufig ist der Patient während der Operation in Gedanken und mit dem Gefühl und seiner Seele ganz woanders. Man kann die Operation vergleichen mit einer Symphonie. Es ist ein Zusammenwirken von einem ganzen Team. Man braucht Instrumente, man braucht einen geeigneten Raum, es braucht ein gutes Klima. Und das ist neben der chirurgischen, technischen Handlung genauso wichtig. Die Operation ist immer ein prägendes Erlebnis für einen Patienten. Sehr wichtig ist die Begleitung vom Patienten vor, während und nach der Operation. Durch tägliches Hinterfragen, Besprechen und Einüben von den technischen und Teamabläufen stellen wir sicher, dass der Patient sich wohlfühlt während der Operation und eine bleibende, gute Erinnerung hat an seinen Eingriff.